DJI-Drohne ist für Leute, die in FPV-Fliegen einsteigen möchten. Man stellt schnell fest, dass es keine Alternative auf dem Markt gibt, so einfach mit FPV-Fliegen zu beginnen. Ihr erinnert euch bestimmt, wie schwer es ist, eine FPV-Drohne zusammenzustellen ohne jegliche Vorkenntnisse. Da muss man wissen, welcher Funker kompatibel zu welcher Drohne ist, welche FPV-Brille man nimmt, wie bindet man die alle Komponenten zusammen, welche Kamera man für 4K-Aufnahme nehmen kann. Und dann kommt vielleicht noch das Löten dazu, weil man einen Empfänger anschließen muss. Und spätestens, wo alles funktioniert, beginnen die Probleme beim Fliegen. Da muss man wissen, was PID, Rates, Zahlen sind, wo man die Parameter unter Betaflight am PC einstellen muss. Bei so einer FPV-Drohne gibt es keinen Kollisionsschutz, Warnung. Selten hat man ein GPS-Modul, der auch noch mit Return to Home funktioniert. Oder einfach die Drohne auf einer Stelle schweben bleibt. Dann musste ich stundenlang am High-End-PC am Flugsimulator sitzen, um überhaupt fliegen zu lernen. Das Laden der Akkus muss gelernt werden. Das sind Dutzend Probleme, die man am Anfang hat, und man muss sich enorm viel informieren, einlesen, um all diese Probleme zu lösen. Bei der DJI-Drohne ist alles so einfach, wie ein ferngesteuertes Auto zu kaufen und damit zu fahren. Das beginnt schon beim Laden der Akkus. Einfach einstecken und warten, bis diese voll sind. Hier muss man nichts beachten, wie mit wie viel Strom die geladen werden müssen, wann diese entladen werden müssen. Alles geht bei den DJI-Akkus automatisch. Genauso ist das bei der Drohne. Man benötigt ein Handy, schließt es an die Drohne, meldet sich bei DJI an und aktiviert die Drohne. Es ist so einfach wie bei jedem DJI-Produkt wie Mavic Quadcopter, den man genauso leicht eingerichtet hat. Aber so ein DJI Mavic Quadcopter kann kein FPV und ist viel zu langsam. Die neue DJI FPV-Drohne wird mit der FPV-Brille geflogen. Mega cool, als wenn man in einem Flugzeug als Pilot sitzt und richtig fliegen würde. Ein super Erlebnis. Ich möchte in diesem Video zeigen, welche Vorteile man hat und für wen die DJI-Drohne ist und wer die Drohne nicht gebrauchen kann. Als ich mit FPV-Drohnen fliegen beginnen wollte, kann ich mich genau erinnern, wie ich von so einem Quadcopter-System geträumt habe. Einfach starten und fliegen. Und über Jahre war das nicht möglich. Und heute sehe ich, dass es nichts Einfacheres gibt als die DJI-Drohne. Bei dem DJI FPV-Combo-Paket bekommt man alles, was man braucht, um sofort zu fliegen. Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und funktionieren alle hervorragend. Das Koppeln der Geräte ist super einfach. Die ganze Konfiguration erfolgt einfach mit der DJI FPV-Brille. Also muss man keine andere Software erlernen, wie Betaflight, OpenTX, BLHeli. DJI bietet zwar eine App zu der Drohne an, die man aber nur für die Aktivierung der Drohne oder für ein paar Updates benötigt. Aber zum Fliegen braucht man keine App oder ein Handy. DJI bietet sogar eigenen Flugsimulator, den man einfach auf dem iPhone installiert und realitätsnah die DJI-Brille und die Funke benutzt, um an dem Flugsimulator Fliegen zu üben. Aber man braucht eigentlich den Flugsimulator überhaupt nicht. Die DJI-Drohne bietet 3 Flugeinstellungen. Das Mode N ist für Anfänger und man fliegt langsam mit allen aktiven Kollisionswarnungen. Lässt man den Gashebel los, dann bleibt die DJI-Drohne einfach in der Luft schweben. Perfekter Modus, um sofort mit dem Fliegen zu beginnen und alle anderen Funktionen zu erlernen, wie Kamera schwenken, Videoaufnahme starten oder ein paar Kurven zu fliegen. Alles funktioniert und das mit 0 Flugerfahrung. Und bei Panik drückt man einfach auf den Notfallknopf und schon steht die Drohne in der Luft. Und wenn der Akku leer wird, fliegt die Drohne automatisch zurück zu meinem Startpunkt, ohne dass ich mich um den Akkuzustand kümmern muss. Solche gute Funktionen habe ich noch nie in einer FPV-Drohne gesehen. Man investiert keine Zeit in die Technik, in das Basteln, sondern genießt sofort das Fliegen.
Das übertragene Live-Videobild ist so groß und schön in der DJI-Brille, sieht noch besser aus als in meiner alten DJI FPV V1 Brille. Keine Ahnung warum, aber das Videobild der DJI-Drohne ist nochmal besser als von meinem 5 Zoll Quad mit der DJI E-Unit. Keine Ahnung, was hier bei der DJI-Drohne noch optimiert wurde. Aber die Kamera der Drohne ist richtig gut. Und nicht nur das Live-Video-Übertragung ist perfekt. Das aufgenommene 4K-Video ist auch super. Kristallklares Bild, wo ich auch noch entscheiden kann, ob die Kamera horizontal stabilisiert werden soll oder wie bei typischen FPV-Fliegen die Neigung der Kamera mit der Neigung der Drohne sich mitbewegt. Außerdem kann ich beim Fliegen die Neigung der Kamera über die Funke anpassen. Und dann noch die geniale Tempomat-Funktion, mit der die Drohne ganze Zeit mit einer konstanten Geschwindigkeit fliegt und ich mich ganz auf das Filmen konzentrieren kann. Wahnsinn, sogar in den Kurven bleibt die Geschwindigkeit gefühlt konstant. Perfekte Funktion für meine Videoaufnahmen und das mit null Flugerfahrung. Das Gute ist, ja, dass man in der FPV-Brille genau das Videobild sieht, was später in der 4K-Aufnahme ist, weil es nur eine Kamera gibt für FPV-Live-Übertragung und für die Videoaufnahme. Also, wenn ich niedrig am Boden fliege, dann ist das Bild in der 4K-Aufnahme identisch niedrig. Zuletzt hat die DJI-Kamera eine Bildstabilisierung. So sind meine Aufnahmen immer perfekt stabilisiert. Vergleiche ich aber die Aufnahmen mit einer GoPro-Kamera, so finde ich immer noch die Aufnahmen von der GoPro-Kamera besser. Auch die Videostabilisierung der GoPro ist irgendwie besser. Oder spätestens beim Benutzen von RealSteady Go ist das Bild super stabilisiert und schön. Ja, der Motion Controller ist zwar extra Zubehör, aber ich wollte es trotzdem unbedingt testen und stellte fest, dass mit dem Motion Controller die Drohne so einfach und intuitiv zu bedienen ist. Es ist noch viel leichter mit dem Motion Controller das Fliegen zu lernen. Ich bewege den Controller nach links und die Drohne dreht sich nach links. Gebe etwas Gas mit dem Zeigefinger und die Drohne fliegt los. Rauf oder runter bewegen und die Drohne folgt meinen Bewegungen. Ein Druck auf den Aufnahmeknopf und schon wird ein Video aufgenommen. Und wenn ich in Panik gerate, drücke ich den größten Knopf, so bleibt die Drohne auf der Stelle einfach stehen. Sowas Einfaches hatte ich noch nie gehabt und es funktioniert zu 100% perfekt. Die DJI-Drohne fliegt in N-Modus schon gut, aber in Mode S, also im Sportmodus, fliegt die DJI-Drohne schon so schnell und so gut, dass man nichts anderes mehr braucht. Zumindest als Anfänger ist man da total zufrieden. Und wenn man zu weit wegfliegt oder hinter Bäumen die Verbindung verliert, so bleibt die Drohne einfach an der Stelle stehen. Und ich muss mir keine Sorge machen, dass diese abstürzt. Und wenn der Akku leer wird, kommt die Drohne sowieso zurück in meine Richtung, sodass ich auf jeden Fall wieder eine Verbindung zurückbekomme. Eins, was mich total stört, ist das Gewicht der Drohne und die Lautstärke. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Drohne nur 250 Gramm wiegt. Und so würde diese deutlich agiler sein, sich schneller drehen und bestimmt auch viel leiser sein. Ich hoffe, dass DJI in Zukunft noch eine DJI FPV Mini-Drohne rausbringt. So eine kompakte 3 Zoll Drohne für alle Gelegenheiten wäre toll. Ansonsten fliegt die DJI Drohne perfekt, wenn es nicht zu windig ist. Ist es etwas stürmisch oder man fliegt hoch über den Bergen, wo schon starker Wind herrscht, dann merkt man etwas Unruhe in dem 4K-Video. Man kann die Drohne nicht so leicht schwenken wie vielleicht gefordert. Das nächste ist der Preis. Die DJI-Drohne ist super teuer. Für das Geld könnte ich mir mit meiner Erfahrung einen leichten und sehr guten 5 Zoll Quadcopter bauen. So ein 5 Zoll Quad fliegt im manuellen Modus, also Acro, deutlich besser. Aber nur, wenn man perfekt fliegen kann und alles auf dem 5 Zoll Quad gut eingestellt hat. Und dazu gehören viele Monate, sogar Jahre Erfahrung. Von den Kosten her kommt man aber auf das Gleiche, wenn man eine gute 5 Zoll Drohne zusammenstellt. Hier zahlt man locker 1300 € für die komplette flugfertige Ausstattung einer 5 Zoll Drohne mit Funke und einer HD-Brille. Nur der Einstieg in das analoge FPV ist niedrig, wenn man keine Ansprüche hat.
So bekommt man schon ein fertiges analoges FPV-System ab 200 Euro, wie das GapRC, TinyGo, LED-Whoop oder das 330 Euro Set Ishin Novice 4, wo eine gute Einsteigerfunker und eine Brille beiliegen. Aber da fehlt immer noch eine 4K-Kamera wie eine SMO 4K für die Videoaufnahmen. Also wenn du ein Einsteiger bist oder bereits eine Video-DJI-Drohne wie die Mavic besitzt, aber das Fliegen mit einer FPV-Brille machen möchtest, ist die DJI FPV-Drohne das perfekte Produkt für dich. Hier kannst du FPV fliegen mit dem kleinsten Aufwand, den es gibt. Du wirst es genießen, umherzufliegen, und deine schönen Aufnahmen kannst du mit deinen Freunden teilen. Es ist eine deutlich schönere Erfahrung als mit einer DJI Mavic, wo man gelangweilt vor dem Handybildschirm die Drohne steuert. Wer aber schon eine FPV-Drohne fliegt und ein erfahrener Pilot ist, der wird sicherlich von der DJI enttäuscht sein, weil diese zu träge ist, zu schwer ist, um die professionelle Freestyle-Flüge zu machen. Zwar kann man die DJI-Drohne im M-Modus fliegen, also komplett manuell, aber wegen dem schweren Gewicht ist es nicht wie eine gute 5 Zoll Freestyle-Drohne. Und für FPV-Racing ist die DJI-Drohne überhaupt nicht geeignet, da diese zu schwer und nicht wendig genug ist. Außerdem ist die DJI-Drohne nicht robust genug, um überhaupt einen Absturz zu überleben. Die Arme sind zwar aus sehr gutem Kunststoff, aber nicht so robust wie ein 5 mm dicke Carbonarme einer 5 Zoll FPV-Racing-Drohne, die auch noch nur die Hälfte wiegen. Aber inzwischen kann man fast alle Ersatzteile für die DJI-Drohne, zum Beispiel beim Banggood, bekommen. Sogar die Arme vorne und hinten könnte man theoretisch austauschen. Das ist schon mal ganz gut für die, die sich so eine Reparatur selber zutrauen und an Reparaturkosten sparen möchten. Wer vor so einer Reparatur Angst hat, der kann die Drohne bei DJI Service abgeben und dann die teuren Reparaturkosten bezahlen. Man kann aber direkt nach der Aktivierung der Drohne ein Rescue DJI FPV-Drohnenpaket kaufen, der 2 Jahre lang gilt und so deine Drohne in der Zeit kostenlos bei dem DJI-Service repariert wird. Ich denke, die DJI-Drohne ist für den Massenmarkt gedacht, aber nicht für die Profi-Anwendungen wie Freestyle, FPV-Racing oder Profi-Videoaufnahmen. Sie kann von jedem etwas und das richtig, richtig gut. Wenn du dich für die DJI-Drohne entschieden hast, wirst du schnell merken, dass ein Akku einfach zu wenig ist. Hier brauchst du auf jeden Fall mindestens 3 Akkus. Also solltest du unbedingt das DJI FPV Fly More Paket kaufen, wo 2 weitere Akkus und eine Ladeleiste dabei sind. So kannst du mit den 3 Akkus super schnell 30 Minuten draußen fliegen, was für den Anfänger sehr gut ausreicht. Die Ladeleiste ist sehr praktisch, weil die Akkus hintereinander geladen werden, so du immer einen vollen geladenen Akku hast. Und ich empfehle den Motion Controller, weil der einfach unheimlich viel Spaß macht und dir das Fliegen erleichtert. Vor allem, wenn du noch nie eine Funke mit 2 Knüppel geflogen bist. Natürlich kannst du mit dem Motion Controller nicht Flips und Rolls machen, aber es ist so gut und intuitiv zu bedienen. Heute bietet Banggood sogar aus dem EU-Lager die DJI-Drohne, wo man locker 30% sparen kann. Die Coupons findet ihr in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Viel Spaß beim Fliegen!